September in der Schweiz. Der Sommer geht noch einmal in die Verlängerung. Doch das Straßenbild ist nicht mehr das gleiche. Hinter uns stehen Monate, die vieles auf den Kopf gestellt haben. Im Privaten wie im Beruflichen. Während sich die einen über verhinderte Ferienpläne beklagen, kämpfen andere um ihre wirtschaftliche Existenz. Doch blenden wir ein paar Monate zurück. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Certamente ci guardano per i numeri del contagio, vedono un paese che è in difficoltà. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. But we're going to defeat the invisible enemy and it will be a complete victory, it'll be a total victory. Ce virus, il n'a pas de passeport. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt. Tutti insieme ce la faremo. Am 16. März erklärt der Bundesrat die außerordentliche Lage. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. Unmöglich. Es ist unmöglich, dass so etwas eintrifft, dass wir jetzt unsere Betriebe schließen müssen, dass wir das Warenhaus nicht mehr offen halten können. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, was da im Kopf abgelaufen ist. Ich habe wirklich gedacht, das kann nicht sein. Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das in der Schweiz so der Fall sein sollte. Als Dozentin war mir klar, jetzt muss ich übers Internet unterrichten. Fand ich erstmal spannend, aber es war auch kompliziert, da sehr schnell alles einzurichten. Puh, was kommt da auf uns zu? Wir hatten ja auch schon 2 Filialen, glaube ich, schon vorab geschlossen auf kantonaler Ebene und hatten eine grobe Idee, was das bedeuten könnte. Aber ja, dann war es natürlich noch mal so definitiv. Mein erster Gedanke war, dass wir eine sehr spannende, aber auch sehr turbulente Zeit vor uns haben werden. Findet meine Hochzeit überhaupt statt? Wir waren da wirklich wie auf Nadeln, weil wir jeden Tag jede Bundesratspressekonferenz angeschaut haben und wir wussten nicht, führt ein Zivilstandesamt eine Trauung noch durch oder nicht. Also das war das, was mich am meisten geprägt hat. Und ja, wir haben geheiratet. Ja. Ich habe 5 Lehrgänge, die in einer Woche starten. Und wie kriegen wir das gelöst? Also die Digitalisierung von meinen Lehraufträgen, das stand mir im ersten Schritt wirklich am nächsten. Also der allererste Gedanke war, wie machen wir das jetzt? Wir haben einen Grundauftrag, die Schweiz zu versorgen und gleichzeitig müssen wir die Mitarbeitenden schützen. Also dieser Spagat. Ja, um in meiner Sprache zu reden, shit, was heißt das jetzt? Als Unternehmer mit Aufträgen, mit vielen Ideen und Events, was tun wir jetzt? Der Lockdown-Entscheid des Bundesrats kommt in dieser Heftigkeit überraschend. Doch weil sich die Lage international dramatisch entwickelte und die Hilferufe aus den stark betroffenen Kantonen immer lauter wurden, sieht sich der Bundesrat zum Handeln gezwungen. Ab dem 16. März ist die Schweiz auch offiziell mitten in der Krise. Das öffentliche Leben wird massiv eingeschränkt. Ich war im November 3 Wochen in China unterwegs und habe so mit dieser Maskenthematik das alles miterlebt und habe dann die ganze Corona-Welle in China mitverfolgt, was da passiert ist. Und dann sieht man diesen Lockdown in diesem Land und denkt sich, das kann in der Schweiz nie der Fall sein. Die Kriege passieren den anderen, die wirklich schlimmen wirtschaftlichen Krisen geschehen den anderen und die Epidemien, die waren bisher auch meistens irgendwo anders. Und insofern war das ein Weckruf. Auch die Schweiz kann es treffen und wir müssen jetzt vieles umstellen. Dass es dann auf einmal, zack, wirklich flächendeckend überall in der Intensität stattfindet, das war dann einfach aufgrund der neuen Situation dann schon nochmal ein Aha-Erlebnis. Die Vorbereitung war schwierig, weil wir ja nicht wussten, werden wir mehr Pakete, weniger Pakete oder gleich viele Pakete verarbeiten dürfen. Wir waren mit dem Krisenstab relativ schnell dann in einer funktionierenden Organisation und konnten dann auch eigentlich viele Maßnahmen treffen. Loeb ist bald 140 Jahre alt. Und auch während den 2 Weltkriegen wurden die Häuser nie geschlossen. Also das ist historisch, was da abgelaufen ist. Der Lockdown trifft den stationären Non-Food-Handel mit voller Härte.
Wer nicht bereits online stark präsent ist, verliert massiv Umsatz. Vom 17. März bis zum 10. Mai, das bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich. Unheimlich eine große Summe, eine schmerzhafte Summe, die man so auch nicht mehr kompensieren kann. Also für uns ist das natürlich schon ein unheimliches Desaster, das kann man so sagen. Es wird nicht einfach mehr gekauft, es wird verzögert gekauft, es wird auch anders gekauft. Wenn Sie den Lockdown haben, nicht ins Theater gehen können, brauchen Sie weniger Anzüge, mehr Homeoffice, heißt weniger Businesskleidung und so weiter. Und das sind viele Effekte, die spielen. Und dieses Sortiment ist sicher stark betroffen in diesem Jahr. Das können wir nicht mehr aufholen, auch wenn wir jetzt gut arbeiten. Also wir arbeiten deutlich über Vorjahr, aber trotzdem, diese Delle, die kann man nicht mehr aufholen. Anders ist die Gemütslage bei Steg Electronics. Die Filialen sind zwar auch vom Lockdown betroffen, als Multichannel-Händler kann man aber schnell reagieren und das Geschäft in den Online-Kanal verlagern. Gehört Steg Electronics zu den Gewinnern des Lockdowns? Ich finde Gewinner fast ein bisschen überheblich. Ich denke, wir stehen gut da und vielleicht auch besser als andere. Die Krise ist noch nicht vorbei und ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir wissen alle nicht, was jetzt im Herbst vielleicht noch alles auf uns zukommt, aber bisher können wir sehr optimistisch sein. Im Kanton Basel-Stadt gilt seit Ende August die erweiterte Maskenpflicht. Diese umfasst auch die öffentlich zugänglichen Innenräume von Verkaufslokalen. Deshalb führen wir das Interview im geschlossenen Laden. Welcher Krisenplan wurde im Lockdown umgesetzt? Wir haben zum Beispiel alle Filialen sofort leergeräumt, um die Ware zentral verfügbar zu haben für den Online-Versand. Und auf der anderen Seite intern eben das ganze Thema Homeoffice noch stärker gemacht, als wir es vorher schon hatten. Aber auch so Themen wie Logistik im Zweischichtbetrieb, um einfach sicher zu sein, dass, sollte es da irgendwo eine Infektion geben, dass nicht einfach die gesamte Logistik aussteigt. Also viele Zahl von Maßnahmen. Nur so kann Steg Electronics den Ansturm der Kundschaft bewältigen. Im Online-Kanal wächst der Umsatz extrem. Verdopplungen oder sogar teilweise mehr. Also man kann schon sagen, auf einmal war Weihnachtsgeschäft und nochmal zwischendurch ein Black Friday und das mitten im Frühjahr. Ein großer Teil dieser Sendungen landet bei der Schweizerischen Post. Die zu verarbeitende Menge der Pakete steigt innerhalb weniger Tage sprunghaft an. In Spitzenzeiten haben wir pro Tag gegen 1 Million Pakete verarbeitet. Als Vergleich, normalerweise hätten wir um diese Zeit vielleicht 650.000 Pakete verarbeitet. Doch die Zunahme des Volumens ist schlicht zu groß. Zudem gilt es, die Covid-19-Arbeitsschutzmaßnahmen umzusetzen. Vor Ostern sieht sich die Schweizerische Post gezwungen, die 100 größten Paketversender während einer Woche mit Kontingenten zu belegen. Die schlimmsten Befürchtungen seien eingetroffen, vermeldet daraufhin der Handelsverband Swiss. Es ist natürlich eine Katastrophe aus Marktsicht. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Oder jetzt haben wir auf der Händlerseite all diese Logistikthemen, langsam bekommen wir sie in den Griff. Und jetzt kommt die Post und sagt, wir können nicht. Holy shit. Nein, also es war schon, das war so eigentlich der Worst Case. Also sie haben Filialen, die machen sie zu, sie verlagern alles auf Online und dann gibt es ein Kontingent. Das war aber unser Rettungsanker, dass wir das kommuniziert haben. Umgesetzt haben wir es nur beschränkt, bin ich offen. Aber das hat einen Ruck durch den gesamten Markt gegeben. Oh, da passiert etwas. Und das hat uns schlussendlich geholfen, dass wir mit Kunden in der Diskussion diese Krise bewältigen konnten. Die Post hat einen mega Job gemacht in der Zeit. Und auch diese sehr kurze Phase mit den Kontingenten ging schnell vorüber und war damit auch stemmbar. Ja. Zurück an der Spitalgasse in Bern. Im Impact Hub Coworking Space arbeitet auch Patrick Kessler, Geschäftsführer vom Handelsverband Swiss. Der Verband vereint über 350 Händler, die in der Schweiz gesamthaft rund 17 Milliarden Franken Umsatz generieren. Über die Online-Kanäle erwirtschaften diese jährlich rund 7 Milliarden Umsatz und versenden 55 Millionen Pakete. Der Lockdown wirbelt die Statistiken durcheinander. Während des Lockdowns hatten wir im Gesamtmarkt Onlinehandel ein Plus von zwischen 50 und 70%. Das wirkt sich auch nachhaltig auf die bisher gültigen Wachstumsmodelle aus.
Ja, wir haben immer gesagt, der Onlinehandel wächst so um die 10% pro Jahr. Und wenn man das jetzt mathematisch anschaut, dann ist das ein 3-Jahressprung, den wir jetzt gemacht haben in so kurzer Zeit. Und wir gehen davon aus, dass dieser 3-Jahressprung eben hält und das Wachstum jetzt wieder wie früher mit diesen 10% weitergehen wird. Anders ist die Lage bei den stationären Händlern. Die Swiss Retail Federation appelliert Ende September an die Kantone, bei der Maskenpflicht zurückhaltend vorzugehen, denn eine allgemeine Maskenpflicht fresse beim Detailhandel Umsatz. Allein im Modebereich rechnet der Verband deswegen mit Umsatzrückgängen von 10 bis 35%. Ob mit oder ohne Maske. Loeb setzt auf die Karte Kundenservice. Man hat sich zum Ziel gesetzt, das persönlichste Warenhaus der Schweiz zu sein. Der Mensch ist für uns das Wichtigste. Der Mensch ist im Zentrum unserer Strategie. Deswegen sagen wir, kommt zu uns. Wir treffen uns physisch und wir erleben eine gute Zeit. Und ihr könnt bei uns genauso gut einkaufen wie im Internet. Mit der Eigenentwicklung Search for You will Loeb die Brücke schlagen zwischen schnellen digitalen Kommunikationskanälen und persönlichem Kundendienst. Loeb ist im Bereich Digitalisierung sehr gut aufgestellt. Selbstverständlich, wir sind ein KMU und wir können nicht alles sofort digitalisieren. Technologie ist gut und recht, aber wir wollen keine Digitalisierungsprojekte durchführen, nur weil es die Technologie erlaubt. Also l'art pour l'art, das ist nicht unser Ziel, sondern wir richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden. Die Ansprüche der Kundschaft wandeln sich ständig und sie verlagern sich immer mehr auf digitale Kanäle. Dadurch werden mobile Geräte zur zentralen Schnittstelle im Business to Customer. Wer bisher keine klare Digitalstrategie hatte, gerät durch die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 zusätzlich unter Druck. Im digitalen Kundenkontakt fallen Unmengen von Daten an. Was passiert mit dieser Datenflut und wer kann daraus einen Wettbewerbsvorteil erzielen? Martina Della Vecchia lehrt seit 20 Jahren zum Thema E-Commerce und Marketing. Ein neuer Trend ist die Marketing-Automation. Wir haben viele Unternehmen, die in dem Bereich noch gar nicht aktiv sind. Für die ist das noch relativ weit weg oder vielleicht mit dem Thema E-Mail-Marketing verbunden. Aber da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter. Das heißt, wir brauchen sehr viel Know-how im Markt, dass wir verstehen, wie ist die Customer Journey, welche Daten generieren wir an welchem Punkt dieser Journey und wie können wir das wieder nutzen, um unsere Kampagnen und auch unsere Angebote optimal für unsere Kunden und Kundinnen zu schärfen. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Hat ein Schweizer KMU im automatisierten Marketingwettbewerb gegen globale Player überhaupt eine Chance? Wie weit kann ein Unternehmen gehen mit seinen Ressourcen, um das wirklich auch gut zu machen? Der Grad zwischen Scheitern mit solchen persönlichen Angeboten und Erfolg mit solchen persönlichen Angeboten, der ist sehr, sehr schmal. Und es ist eine Kunst, wirklich auf Sie persönlich dann Angebote zu schneidern und das auszuspielen und ihnen schmackhaft zu machen. Vielleicht investiert man als KMU zuerst besser in die Produktion von Videos. Mobile Internetnutzer sind am einfachsten über ansprechend gestaltete Filme zu erreichen. Wie wird Videomarketing zum Erfolg? Videomarketing braucht Herzblut und Persönlichkeit und Authentizität. Wenn ich es nicht schaffe, das rüberzubringen, wenn es einfach nur ein Klischee oder ein Hochglanzthema bleibt, dann sind wir rein auf der Werbeschiene. Und das Marketing heute ist auf Augenhöhe. Wir müssen den Menschen wahrnehmen können oder man muss das Unternehmen wahrnehmen können und das Gefühl haben, doch, so ticken die. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich gewonnen, dann sind wir authentisch, dann ist auch die Customer Experience durchgängig, ob ich jetzt ein Video schaue oder dann wirklich am Schalter beim Customer Service stehe, dass ich überall wirklich das Gleiche erfahre. Wir wechseln nach Zürich, Hauptstadt des Geldes. Hier haben zahlreiche Firmen ihren Geschäftssitz, die sich mit Digital Finance beschäftigen.
So auch die Scarossa GmbH, die an nicht ganz branchentypischer Lage an der Langstraße zu finden ist. Weshalb ausgerechnet hier? Ich sage immer, der Dreck liegt auf der Straße. Wenn wir verstehen wollen, was passiert, dann müssen wir auf die Straße achten, wie sich Herr und Frau Schweizer bewegen, wie sie sich verhalten. Und das sieht man nicht in einem schönen Büro im 16. Stock im Prime Tower, sondern das sieht man hier an der Langstraße. Zum Beispiel das veränderte Zahlungsverhalten. Im Jahresvergleich ist die Nutzung von Bargeld stark eingebrochen. Demgegenüber fördert die Verdoppelung der Limite das kontaktlose Bezahlen mit Debitkarte nachhaltig. Prozentual den größten Sprung macht das Mobile Payment. Auch Twint boomt. Weshalb haben die Leute denn nicht schon viel früher dieses Zahlverhalten angenommen? Es ist ja viel praktischer. Ja, natürlich ist es praktischer, aber die Schweizer sind gerne ein bisschen technologieskeptisch und sagen, oh, da hat es mit Daten etwas zu tun. Sie nutzen zwar WhatsApp und alles, aber ich gebe da wichtige Daten preis. Wir sind vielleicht auch zu verwöhnt, um uns mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Mit Mobile Payment wird das Smartphone zu unserem neuen Portemonnaie. Dadurch erhalten auch innovative Banking-Apps von Challenger-Banken viel Auftrieb. Die traditionellen Banken sind gefordert. Die Schweiz hat extrem viele Vorteile. Wir sind ein stabiles Land, eine gute Rechtssicherheit, neutral etc. Wir haben ETH, wir haben Google hier, wir haben extrem viel Know-how. Aber wir sind nicht mutig genug, das Banking von morgen mitzugestalten, aktiv mitzugestalten. Wir sind gerne so ein bisschen zögerlich. Ich sehe in Russland, ich sehe in Asien, ich sehe in den USA, ich sehe in Holland, in Deutschland teilweise Entwicklungen, da frage ich mich, wo sind wir da? Und das wünsche ich mir, dass wir ein bisschen mutiger sind und sagen, wir möchten das Banking von morgen, die Bank von morgen möchten wir gestalten. Die Logistikbranche ist bei der digitalen Transformation schon deutlich weiter. Welches Potenzial in einer gut umgesetzten Lösung stecken kann, zeigt der Service Meine Sendungen. Leistungsfähige Schnittstellen gewährleisten eine reibungslose Customer Journey von der Bestellung bis zur Lieferung. Der Service ist beliebt. Es sind bald 2 Millionen Schweizer bei meiner Sendung registriert. Ich glaube, das allein zeigt, dass das wirklich Traktion hat, dieses Tool. Und es wird auch rege genutzt. Wir merken da einen deutlichen Anstieg über die letzten Jahre. Das Ganze hat nochmal einen Push bekommen, jetzt durch Covid-19. Und wir sehen, dass die Erstzustellrate nochmal signifikant steigt, wenn eine Sendung getrackt wird und nochmal stärker steigt, wenn eine Sendung auch tatsächlich aktiv gesteuert wird vom Kunden. Heute entwickeln wir unsere Lösungen, unsere Dienstleistungen, unsere Produkte sehr viel stärker kundenzentriert. Wir machen auch bei der Entwicklung regelmäßig Checks, ob die Fortschritte, die wir machen, auch konform sind mit dem, was der Kunde, was der Markt sich wünscht, um sicherzustellen, dass wir am Schluss 100%ig die Anforderungen des Marktes treffen. Die Webseite von Steg Electronics bietet verschiedene Lieferoptionen an. Eine Option sticht heraus, die Expresszustellung innerhalb 3 Stunden. Rund 15.000 Artikel können so in den Regionen rund um die Shop-Standorte bestellt werden. Wie wird der Service nachgefragt? Also die es nutzen, sagen, wow, das funktioniert ja super. Gerade als kleinerer Anbieter, jetzt im Vergleich zu den ganz, ganz großen, ist es natürlich wichtig, solche neuen Themen auch früh zu machen, Erfahrungen zu sammeln und ja, damit auch ein USP zu erzeugen. Für die Auslieferung der Expressbestellungen arbeitet Steg Electronics mit verschiedenen Partnern zusammen. In Basel ist es der Velokurier. Wir haben heutzutage eine super schnelle Liefermöglichkeit Next Day. Das hat der Kunde akzeptiert. Und ich glaube schon, Same Day wird steigen, definitiv. Im Moment sind mehr Anbieter da als vielleicht Nachfrager. Aber das Thema wächst und ja, lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt. Auch die Schweizerische Post glaubt an das Potenzial von Same Day Delivery. Deshalb erfolgt Ende August die vollständige Übernahme des Start-ups NoTime. Die Post führt den Full-Service-Anbieter als eigenständiges Unternehmen weiter.
Es wird ein relativ großer Markt werden und das wird insbesondere mit dem Wachstum von einzelnen Branchen einhergehen. Insbesondere mit dem E-Food ist es sehr eng verquickt und ich gehe davon aus, wenn der E-Food-Bereich sich so entwickelt, wie wir das antizipiert haben, dann wird sich auch der Sendemarkt entsprechend entwickeln. Und das muss man auch dazu sehen, NoTime bietet sehr hochwertige Dienstleistungen auf der letzten Meile in urbanen Gebieten an und das geht über Instant- oder Same-Day-Delivery hinaus. Freitagmorgen in Bern. Start in einen neuen Arbeitstag. Im Minutentakt bringt die S-Bahn Berufspendler ins Wankdorf. Allzu viele sind es nicht mehr. Auch Valerie Schelker, die Personalchefin der Post, arbeitete während dem Lockdown weitgehend von zu Hause. Doch der Hauptsitz im Wankdorf bildet im Konzern eher die Ausnahme. Die Mehrheit der Angestellten arbeitet in sogenannten Non-Desk-Berufen. Wir sind in 100 verschiedenen Berufen tätig und die Mehrheit natürlich kann nicht ins Homeoffice. Und das war auch die große Besorgnis, der Schutz der Gesundheit für diese Mitarbeitenden sicherzustellen. Und wie erlebten die Homeoffice-Betroffenen den Lockdown? Eine interne Umfrage lieferte interessante Resultate. Eine deutliche Mehrheit wünscht sich eine Mischung aus Homeoffice und Arbeit im Büro mit 2 bis 3 Tagen Homeoffice pro Woche. Ein Drittel hat nie Homeoffice gemacht, also die waren völlig in einer neuen Situation, mussten sich organisieren. Das heißt auch zu Hause, oder? Ob nicht alle haben einen Raum. Und dass doch jetzt die Mehrheit der Mitarbeitenden sagen, sie möchten, dass das zum neuen Normal wird. Also dieser Mix zwischen vor Ort und im Homeoffice arbeiten zu können. Das hat mich schon überrascht. Die Digitalisierung in der Arbeitswelt und wie sich diese auf die Gesellschaft auswirkt, sind das Studiengebiet von Sarah Genner. Die Zusammenarbeitsformen mit dem mobilflexiblen Arbeiten habe ich seit vielen Jahren beobachtet und teilweise erforscht. Und da gesehen, da gibt es viele Vorteile, wenn man mobilflexibel arbeiten kann, dank dem Internet, dank mobilen Geräten. Aber viele haben gesagt, ja, das ist nur für eine gewisse Gruppe überhaupt möglich und die anderen sollten nicht oder können eigentlich so nicht zusammenarbeiten. Und mit dem Lockdown wurde es plötzlich so, dass es möglich wurde und auch notwendig. Leute, die sich dagegen gestellt hatten, die mussten plötzlich das eben auch möglich machen. Im historischen Atrium Hotel Blume in Baden treffen wir Philipp Renkli von Who is Frank. Er coacht Firmen in Transformationsprozessen. Das Homeoffice erfordert dezentrales Führen. Für die meisten Kader ein Novum. Welche Skills sind da gefragt? Also für mich persönlich ist der Hauptpunkt das Menschenbild. Also habe ich eine positive Grundeinstellung gegenüber von meinen Mitarbeitern und bin ich zuversichtlich, dass sie einen guten Job machen wollen. Und da ist spannend, wenn ich mit den Leuten spreche. Jeder von sich behauptet, da können Sie mit jedem sprechen, er habe den Anspruch an sich selber, einen guten Job zu machen. Er möchte Freude haben, er möchte Sinnhaftigkeit. Wenn Sie aber die Leute fragen, ja, was glauben Sie, wie funktioniert Ihre Organisation? Da sagen Ihnen einige, ja, es gibt viele Leute, die muss man eng führen, man muss ihnen genau sagen, was sie zu tun haben und was nicht. Also das widerspricht sich. Vertraue ich meinen Leuten, dann kann es funktionieren. Vertraue ich ihnen nicht, dann machen sie sich einen Stress, den ich ihnen nicht zumuten möchte. Stress kommt auch bei manchen Angestellten auf. Bei der Arbeit im Homeoffice ist mehr Eigenverantwortung gefragt und die Grenzen zwischen Arbeit und Privat werden immer durchlässiger. Für die einen ist es sehr schwierig geworden, sich genügend abzugrenzen, diesem Druck ständig schnell antworten zu müssen. Aber das hat auch im Privatleben hat eigentlich dieser Druck zugenommen. Also der Druck, schnell unseren Partnern, Partnerinnen zu antworten oder gewissen Freunden, ist für Jugendliche auch nicht ganz einfach, die noch nicht im Berufsleben stehen.
Insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir gut lernen zu merken, Prioritäten zu setzen. Ist das jetzt eine wichtige Zeit privat, wo man wirklich nicht abgelenkt sein möchte und dann das Gerät auch weglegen kann, dass man lernt, Nein zu sagen, im Privaten wie im Beruflichen, und dass man sich so nicht einer Informationsüberlastung aussetzt. Welche Homeoffice-Regeln gelten bei der Schweizerischen Post? Wir haben einerseits einen neuen Gesamtarbeitsvertrag mit den Sozialpartnern, der ab 1.1.2021 gültig ist. Und dort haben wir klar auch gesagt, es gibt ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Das ist das eine, eher das Formale. Jetzt in der Realität, in der Arbeitswelt organisieren sich Teams so, dass sie sich eben auch absprechen. Es kann ja sein, dass jemand um 4 eine Verpflichtung hat, die Kinder abholt von der Kita um 5, dann wieder zurück ist und dann bis 7 nochmal arbeitet. Aber die Erwartung ist dann nicht, wenn er oder sie eine E-Mail schreibt, dass der Kollege dann direkt wieder antworten muss, sonst kommt man so in eine Spirale. Manch ein Bauprojekt erscheint im Lichte des Homeoffice-Trends komplett überdimensioniert. Doch wie nachhaltig ist die aktuelle Entwicklung? Welche Arbeitswelt erwartet uns nach Covid-19? Ich habe das Gefühl, man neigt jetzt dazu, ja, jetzt ist alles besser, man hat losgelassen. Aber es sind Ausnahmeregelungen, die verabschiedet wurden, teilweise bis auf Geschäftsleitungsstufen. Ich weiß nicht, ob die nachhaltig wirklich diese Entscheidung beibehalten werden. Es wird eine Veränderung geben in einigen Organisationen. Man hört das auch von Großkonzernen wie Google zum Beispiel, die das Homeoffice verlängert haben bis Mitte nächstes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedoch ändern jetzt die Ansprüche der Arbeitnehmenden. Und das ist etwas, was Druck machen kann auf Organisationen, damit wir langfristig Veränderungen haben. Eine Struktur, die sich ändert, führt zu Verhaltensänderungen bei Organisationen, glaube ich. Im Hauptsitz der Post ist das Gebäude an einem Freitagvormittag Mitte September weniger als 20% ausgelastet. Maximal erlaubt wären 50% Belegung. Was passiert mit der ungenutzten Fläche, wenn dieser Trend anhält? Wir machen uns jetzt Überlegungen, wie diese Fläche anders genutzt werden kann. Braucht es noch so viele einzelne Tische oder brauchen wir eben nicht größere Räume, wo die Leute zusammenkommen können und an einem großen Tisch etwas erarbeiten können, mehr für Workshops? Wollen wir uns öffnen? Können Dritte die Räume nutzen? All das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen natürlich. Niemand kann sagen, wie viele Kilometer des Covid-19-Marathons wir bereits hinter uns gebracht haben. Ausdauer und Geduld sind gefragt. Aktuell fährt jedes Land seine eigene Strategie. Auch zwischen den Kantonen bestehen zum Teil Unterschiede bei den Schutzmaßnahmen, die nicht immer nachvollziehbar sind. Doch das Virus ist überall das Gleiche. Es gilt, sich mit dem neuen Normal zu arrangieren. Aber was ist denn nun normal? Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, Distanzen zu halten, dass man sich vielleicht verabschiedet vom Händeschütteln. Ich glaube, das ist die neue Normalität. Für mich ist das neue Normal eine deutlich erhöhte Menge, deutlich vorgezogene Trends und eine anspruchsvollere Haltung unserer Endkunden. Mehr online, aber geschickt kombiniert mit offline, das wird das neue Normal. Wir haben gesehen, Homeoffice ist möglich. Ich finde, es gab auch eine kleinere Entschleunigung. Die Leute haben gemerkt, die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Zu reflektieren, wann ich unterwegs bin und für was ich unterwegs sein will. Es ist eine große Chance, alte Zöpfe abzuschneiden und etwas neu anzupacken, aber auch ein Risiko, dem Alten nachzuhängen. Mich begleitet immer ein Satz, das heißt, Wahrheit ist ein zweckmäßiger Irrtum. Also das heißt, das neue Normal ist ein Irrtum. Egal, was passieren wird, wir werden in der Lage sein, damit umzugehen. Das neue Normal, was ich beobachte, besteht aus einem hochdigitalisierten Arbeitsplatz. Diese Digitalisierung, die wird alles rundherum ebenso mitprägen wie das Familienleben, wie das Dorfleben, wie eben innerstädtische Lagen. Das hat einen riesen Einfluss auf die ganze Gesellschaft.